Zwickt es bei dir in der Leiste, wenn du lange Zeit sitzt? Oder hast du einen stechenden Schmerz, sobald du das Knie zur Brust ziehst? Es fühlt sich an, als würde im Gelenk etwas klemmen. Dieses Gefühl hat einen Namen: Femoroacetabuläres Impingement. Heute zeige ich dir, was genau dieses Zwicken und Klemmen mechanisch auslöst und wie du durch gezielte Kraft und Ansteuerung dein Gelenk wieder stabilisierst. Und bleib unbedingt bis zum Ende dran, denn dort zeige ich dir die wichtigsten Verhaltensregeln, welche Bewegung du ab sofort vermeiden solltest, damit die Entzündung in deine Hüfte endlich zur Ruhe kommt. Und wenn du jemanden kennst, der ständig über die Hüfte klagt, schick ihm dieses Video. Das Wissen hier könnte ihm Monate am Schmerzen sparen. Um zu verstehen, warum es klemmt, müssen wir uns die zwei anatomischen Hauptdarsteller anschauen. Stell dir die Hüfte wie einen runden Billardball in einer passgenauen Tasse vor. Damit alles reibungslos läuft, muss die Kugel perfekt rund sein und die Schale darf nicht im Weg stehen. Bei einem Impingement gibt es zwei Gründe, warum es hakt. Erstens, normalerweise ist der Übergang vom runden Kopf zum schmalen Hals ganz glatt. Bei manchen Menschen jedoch kann sich hier eine knochige Ausbuchtung am Schenkelhals bilden, wie eine kleine Beule oder ein Nocken. Das Problem: sobald du das Bein hochziehst in die Beugung oder in die Spreizung, rollt dieser Knochenbuckel in die Pfanne hinein und hebelt den Gelenklippenknobbel, das Labrum, förmlich ab. Es ist, als würdest du versuchen, eine dicke Kugel in eine zu kleine Öffnung zu pressen. Zweitens, es kann auch sein, dass die Schale selbst wie ein zu weit übergezogenes Dach über der Kugel steht. Wenn du dich bewegst, stoßt der Hals deines Oberschenkelknochels viel zu früh gegen diesen Rand. Dein Gelenk wird dort regelrecht eingezwickt. Meistens ist es sogar eine Mischung aus beiden. Auch wenn das oft schon früher beginnt, macht es sich erst ab dem 40. Lebensjahr oft bemerkbar, wenn die Kompensationsmechanismen des Körpers nachlassen. Früher haben deine Muskeln den Hüftkopf perfekt in der Pfanne rein zentriert, trotz dass die Form nicht perfekt war. Aber wenn die Kraft oder die Koordination der tiefen Muskulatur von der Hüfte nachlässt, wandert der Hüftkopf bei Bewegung minimal aus seiner idealen Bahn. Es knallt gegen den Pfannenrand. Das Labrum wird dann gereizt, entzündet sich und schwillt dann an. Ab diesem Moment tut dann jede Bewegung weh, weil der Platz im Gelenk noch enger wird. Aber jetzt denken dann viele, wenn das wirklich Knochen auf Knochen stoßt, dann hilft doch nur eine OP, oder? Die Antwort ist: nicht unbedingt. Eine große Studie mit über 300 Patienten hat genau das untersucht. Man hat verglichen, was besser hilft, um die Beschwerden zu reduzieren: eine Operation oder ein ganz spezielles Übungsprogramm. Nach einem Jahr hat man dann genau geschaut, welche Gruppe weniger Schmerzen hatte. Das Erstaunliche: auch die Gruppe mit dem speziellen Training hat sich massiv verbessert. Und genau deshalb ist mir diesen Punkt so wichtig. Die OP läuft dir nicht weg. Sie bleibt eine Option, wenn das Training nicht reicht. Aber warum ein Risiko eingehen, wenn die Lösung vielleicht in deiner eigenen Kraft liegt? Wir müssen also nicht sofort operieren, sondern wir müssen kluger trainieren. Und welche Übungen du dafür machen solltest, das zeige ich dir jetzt. Für die erste Übung, das ist jetzt mehr eine Übung für deinen Rumpf als für die Hüfte selbst. Wichtig ist, dass du die Stabilität vom Rumpf, die muss gegeben sein, oder das solltest du trainieren. Und auch dein Hüftbeuge, der soll auch ganz locker lassen, ja? Du legst dich auf den Rücken hin
versuchst deine Wirbelsäule so neutral wie möglich zu halten. Das heißt, es ist jetzt halt nicht gegen den Boden gepresst, aber auch nicht übermäßig in Hohlkreuz. Deine Beine sind als erstes aufgestellt und die Seite, die du trainieren willst, in dem Fall zeige ich das jetzt hier auf der linken Seite, die Ferse, die bleiben auf dem Boden und heben nicht hoch. Hüftbreit auseinander sind deine Beine, Ferse fest auf dem Boden und jetzt spannst du deinen Bauchmuskel an, so dass du jetzt hier so ein Korsett aufbaust. Es ist nicht übertrieben viel, aber nicht die Wirbelsäule gegen den Boden klemmen, so drücken, sondern nur ein bisschen anspannen. Du müsstest dir vorstellen, oder im besten Fall legst du denn jetzt hier auf den Hüftknochen ein Buch drauf, irgendwas, weil diese Partie, die soll sie nicht bewegen. Die Beine, Hüftknochen oder das Beckenknochen, die muss gerade bleiben und sollte jetzt nicht hochheben, weil die Übung sieht dann halt so aus. So, Bauch angespannt und dann lässt du dein Bein nach außen gehen, fallen, aber nur so weit, bis du das Becken noch halten kannst. Wenn du das Gefühl hast, dass du anfängst, die Pobacke, in dem Fall, wenn ich das Bein nach links kippe, dass die Pobacke von der rechten Seite hochhebt vom Boden, dann ist es schon zu weit. Bauch angespannt, Rumpf bleibt gerade, das Becken bleibt gerade und dann lässt du das Bein nach außen fallen, so weit, bis du das Gefühl hast, dass das Becken hochheben würde, spanne dagegen und bring dann das Bein langsam wieder zurück. Nach außen fallen lassen, Bauch anspannen, dass das Becken nicht von dem Boden hochhebt und dann langsam wieder zurück. Und diese Bewegung ohne Last, nur für die Bauchmuskulatur, machst du dann so ungefähr 20 Mal. Es ist eine Rumpfstabilitätsübung. Es geht nicht darum, das Bein so weit wie möglich zu spreizen. Es geht darum, deinen Bauch anzuspannen, dass das Becken stabil bleibt, währenddessen die Hüfte sich bewegt. 20 Mal. Und dann im besten Fall eine Pause von 30 bis 45 Sekunden und das Ganze wiederholst du nochmal, dass du insgesamt 2 Serien davon hast. Als nächstes geht es dann um den Aufbau der Kraft deiner Gesäßmuskulatur. Bei Hüftbeschwerden kommst du nicht drum herum, dass du deinen Gesäßmuskel ordentlich ansteuerst. Und dafür brauchst du auch noch so ein kleines Kissen. Das solltest du auf dem Boden platzieren und dann legst du den Kissen unter deinen Becken-Bauchbereich. Oberkörper legst du dann komplett ab, dass dann dein Becken schon stabil bleibt und das Knie, das wirst du jetzt halt anbeugen. Versuche darauf zu achten, dass dein Knie 90 Grad behält. Nicht wirklich komplett angespannt, aber auch nicht locker da fallen lassen, sondern ganz genau 90 Grad. Die Zehe sind ein bisschen angezogen und dann platziere deine Hand auf den Gesäßmuskel. Wenn du jetzt das Bein hebst, müsstest du spüren, dass die Gesäßmuskulatur angespannt wird. So, Ziel der Übung ist, dass du dann die Oberschenkel vom Boden hochhebst, oben kurz ein bisschen halten und dann das Knie wieder runterbringst. Nur so 5 cm vom Boden hoch. Es geht wirklich nur minimal ein bisschen hochheben. Und was nicht passieren sollte, ist, wenn du das Bein zu doll hochhebst, dass du dann in den unteren Rücken eine Spannung spürst. Das heißt, es ist schon viel zu viel. Du willst nur die Hüfte strecken, nicht die Wirbelsäule, die Lendenbereich in den Hohlkreuz reinführen. Bauch- und Rückenmuskulatur angespannt, dein Becken ist gerade, Knie bleibt in 90 Grad und dann minimal das Bein von dem Boden heben, oben kurz halten und dann wieder runterbringen. Oben hochheben, kurz oben bleiben, 1-2 Sekunden und dann wieder runterbringen. Vor allem bei Schmerzen geht es nicht um die Quantität der Bewegung, es geht um die Qualität. Du solltest wieder lernen, die Muskulatur ordentlich zu steuern, damit die Bewegungen stabiler bleiben und Überbelastung reduziert werden. Du solltest von diesen Übungen 12 Wiederholungen durchführen und im besten Fall beidseitig, aber jeweils 1 und dann die andere Seite und das Ganze für 2 Serien lang. Die nächste Übung ist die Königsdisziplin
wenn du Hüftbeschwerden hast. Diese Übung ist schwer und effektiv, wenn du den auch sauber durchführst. Zu Beginn kann es sehr hilfreich sein, wenn du deinen Rücken an die Wand hältst. Es geht darum, die Seite, die du trainieren willst, die soll ja oben bleiben. Dein Rücken muss ganz gerade bleiben. Gesäß, so Becken und Schulter sind in einer Linie. Die sollen sich nicht bewegen. Dein Rücken bleibt gerade, in dem Fall dann halt an der Wand dran. Und deine Füße, die bleiben aufeinander. Aufeinander gestellt. Deine Knie sind ungefähr in 45 Grad Winkel. Und von dieser Position hebst du dann das obere Bein nach oben Richtung Decke. Und was hier passiert, ist, dass es sehr häufig, das Bein kommt hoch, aber das Becken ist jetzt nicht mehr in einer Linie, sondern das Becken ist komplett nach hinten gefallen. Und genau das ist dann halt falsch, weil wir wollen den Hüftkopf in der Pfanne drin zentrieren, dass sie da stabil in die richtige Bahn führt. Und dann ist es lieber, dass das Bein weniger weit nach oben kommt, aber das Becken ist stabil. Und wenn du die Übung sauber durchführst, wirst du es auch genau in der Hüfte spüren. Füße übereinander, 45 Grad Beugung, Rücken an der Wand, wenn du es brauchst, oder sonst leg mal deine Hand auf die Hüfte drauf. Und dann Ferse bleiben aufeinander und du hebst das obere Bein. Versuchst Knie zur Decke zu bringen, aber nur so weit, bis du das Becken noch vorne halten kannst, um sie dann langsam wieder runterbringen. Langsam heben, oben kurz halten und dann langsam wieder runter. 12 Wiederholungen sollen das werden. Wenn du besser bist mit dem Training, dann kannst du auch so ein kleines Gummiband um dein Knie platzieren. Wichtig ist, du gehst nur so weit nach oben, bis dein Becken noch schön vorne bleibt. Und dann langsam wieder runter. Dass wir die Symmetrie haben, versuchen wir dann, die Übung genauso auf der anderen Seite auch durchzuführen. Wenn dir dieses Video gefällt und du mehr lernen möchtest, wie du von zu Hause aus deine Beschwerden lindern kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen für deine Gesundheit. Und jetzt bei der nächsten Übung geht es um die Hüftrotatoren. Also die Muskeln, die dafür sorgen, dass du die Hüfte drehen kannst. Und genau diese Muskelgruppe ist so wichtig, um den Hüftkopf genau in der Pfanne zu halten. Dafür bleibst du weiterhin auf der Seite. Das untere Bein bleibt gebeugt, damit du Stabilität hast. Dein Becken, wie davor, bleibt gerade. Lege deine Hand auf die Hüfte drauf, damit du dann halt sicherstellen kannst, dass das Becken weder nach vorne noch nach hinten wegkippt. Streck das obere Bein, so dass die Beine hüftbreit auseinander sind. Das heißt, es muss nicht ganz weit nach oben sein, es soll aber auch nicht runterhängen unterhalb von der Mittellinie, sondern hüftbreit auseinander. Du hältst das Bein da und jetzt drehst du die Hüfte nach außen weg und nach innen weg. Nach außen drehen. Und genau das ist jetzt schwierig, weil wenn du das Bein noch weiter drehst, spürst du, wie das Becken nach hinten kippt. Sondern stabil bleiben, in einer Linie halten, Fuß nach innen drehen, Fuß nach außen drehen. Gesamtes Bein nach innen drehen, gesamtes Bein nach oben drehen und diese Drehbewegungen langsam durchführen, ohne dass die Hüfte absenkt, ohne dass das Bein nach unten kommt. Hochdrehen, runterdrehen. So wie ein Scheibenwischer. Und davon solltest du jetzt 20 Wiederholungen durchführen. 10 nach innen, 10 nach oben. Langsam, aber stabil. Und im besten Fall das Ganze für 2 Mal. Und die letzte Übung stärkt ebenfalls die Gluteusmuskulatur. Und dieser Muskel ist wichtig, um dein Becken stabil zu halten. Dafür brauchst du eine Erhöhung. Eine Stufe wäre das Perfekte, weil es einfach so stabil wie möglich ist. Du kannst die aber auf jedes andere Objekt auch drauf hinstellen. Auch ein paar Bücher auf dem Boden tun genau das Gleiche. Wichtig ist, du brauchst irgendwas, was dir von dem Boden etwas hochhebt. Ich mache es erstmal von vorne. Und dann geht es erstmal darum, wir wollen diese Beckenkippenbewegung, den wollen wir trainieren. Dafür muss ein Fuß frei stehen
in der Luft. Das andere Bein muss hoch sein. Das Bein, wo du drauf stehst, das ist die Seite, die du trainierst. Da sollte das Knie erstes gestreckt bleiben. Und das Zweite ist es, wenn du auf dieses Bein trainierst, dass du deinen Rumpf nicht unbedingt so weit drüber lehnst, sondern du solltest so aufrecht wie möglich bleiben. Je aufrechter deine Haltung, desto effektiver ist dann halt die Übung. Und hier ist es wichtig, dass du dich festhalten kannst, damit du jetzt halt nicht mit dem Gleichgewicht zu tun hast. Also, du hältst sie irgendwo fest, ein Fuß ist jetzt auf dem Stepper oder auf die Erhöhung drauf, das andere Bein ist dann in der Luft, frei. Und dann geht es darum, dass du das Knie auch hier gestreckt hältst, Fuß nach unten Richtung Boden und dann soll das Becken jetzt einknicken. Das Becken kommt nach unten, du hast dann halt diesen Höheunterschied und dann versuchst du das Becken wieder hochheben, dass du dann auch dieses Beckenkippen nach oben hast. Beckenkippen nach unten weg, Beckenkippen nach oben weg. Einmal von hinten, genau da sieht man das am besten. Da ist das Kreuz, das Gesäßmuskel soll hier arbeiten. Du hältst dich irgendwo fest, dass der Oberkörper gerade bleibt. Dein Standbein, das ist die Seite, die jetzt arbeiten wird. Du bleibst mit dem Fuß stabil auf die Erhöhung und die andere Seite bringst du dann nach unten und genau hier knicken dann meistens viele Menschen ein. Das Knie hier wird gebeugt, das soll nicht passieren. Ganz bewusst in die Streckung rein, Knie bleibt komplett durchgestreckt und dann das Becken hochheben. So weit wie möglich hoch, so weit wie möglich runterbringen. So weit wie möglich hoch, so weit wie möglich runterbringen. Dein Oberkörper bewegt sich so wenig wie möglich, nicht mit dem Rumpf über die Hüfte rübergehen, sondern aufrechte Haltung und nur das Becken arbeitet. Hochziehen, oben bleiben, runterdrücken, Ferse zu Boden hin. Und da solltest du auf dem Standbein, da wo du drauf stehst, da musst du spüren, wie die Muskulatur arbeitet. 12 Wiederholungen, je Seite, im besten Fall 2 mal 2 Serien pro Seite, 12 Wiederholungen. Jetzt hast du die Übungen, um deine Muskulatur zu stärken. Wichtig ist aber auch, die Belastung auf das Gelenk zu reduzieren, dass dein Gelenk nicht ständig gereizt wird. Dafür solltest du zuerst ein paar Sachen berücksichtigen, um die Entzündung in der Hüfte zu beruhigen. Ab sofort solltest du vermeiden bzw. darauf achten, dass es so wenig wie möglich passiert. Aggressives Dehnen. Bitte hör auf, in den Schmerz hinein zu dehnen. Viele versuchen das Klemmen durch Dehnen zu lösen. Aber das quetscht das Gewebe oft noch mehr ein und verschlimmert die Entzündung. Tiefes Sitzen. Vermeide sehr tiefe Sofas oder Stühle, bei denen dein Hüfte oder dein Knie höher ist als die Hüfte. In dieser Position, das ist eine spitze Winkel, provoziert man das Impingement. Man drückt in der Wunde rein. Drittens, Beine überschlagen. Das bringt deine Hüfte in eine Position aus Beugung und Innendrehung. Genau dort, wo es am meisten klemmt. Beim Sitzen versuche die Beine immer hüftbreit auseinanderzulassen. Wie du trainieren solltest. Baue Kraft konsequent in schmerzfreiem Bereich auf. Ein leichtes Ziehen ist okay, aber kein stechenden Schmerz. Dadurch machst du deine Beschwerden nur stärker. Lieber weniger Wiederholung, einen geringen Bewegungsausmaß, aber keinen starken Schmerz. Und dann ist es auch wichtig, die Progression. Fang mit den Übungen im Rücken- und Bauchlager an. Erst wenn du diese gut ansteuern kannst, dann steigst du zum Beispiel zu dieser Übung im Stehen. Die Übungen müssen mit der Zeit aber schwerer werden, um einen echten Effekt zu erzielen. Mein Fazit für dich: Wir können deine Knochenform durch Training zwar nicht wegzaubern, aber wir können deine Muskulatur so programmieren, dass sie den Knochen in der Bahn hält und nirgendwo anders gegenstoßt. Dadurch hast du weniger Schmerzen und kannst das Leben schmerzfrei genießen.
Ich danke dir fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Übungen helfen dir weiter und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!